Hallo, willkommen bei einem neuen Speedpaint. Diesmal habe ich einen Diskusfisch gemalt. Ich muss gestehen, dass ich für diesen mehrere Anläufe gebraucht habe, weil mir das Muster immer wieder misslang. Bei diesem hier bin ich jedoch recht zufrieden. Ich wollte einfach nicht aufgeben, bis ich es geschafft habe, den Fisch sich selbst ähnlich aussehen zu lassen. Beim erfolgreichen Prozess habe ich euch mal mitgenommen. Die anderen habe ich aus Frust gelöscht, und zwar direkt nach dem Entstehen. Ja, gemalt habe ich wieder in meinem Moleskine Aquarellbuch und habe Schminke, nein, das stimmt nicht, Winsor & Newton Aquarellfarben dafür benutzt. Ich habe mal wieder die Cotman Palette rausgeholt, habe allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Farben gewählt. Ich glaube, ich hatte ein Gelb New Gamboge, ein Cadmium Red, Alizarin Crimson, Ultramarin und Payne's Grey, glaube ich, die ich für den Fisch benutzt habe. Und dann schwarze Tusche für den Hintergrund sowie weiße Tinte für die Details am Ende. Auch mit einer ganz kleinen Palette kann man viel erreichen und viel machen, und ich glaube, das werde ich demnächst ab und an öfter machen, eben nur einige Primärfarben benutzen für ein Bild. Auch habe ich einige Ankündigungen zu machen. Zunächst einmal wird es wird das nächste oder übernächste Video sein, ein erstes Tutorial hier auf dem Channel geben. Dabei habe ich auch einen Fisch gemalt, einen Golden Molly. Der Fisch ist für mich ein Ticken einfacher. Ich habe es aber versucht so zu gestalten, dass erstmal überhaupt keine Vorkenntnisse quasi gebraucht werden, um da mitzukommen. Das Ganze ist bereits gedreht, aber noch nicht geschnitten. Deswegen denke ich, dass zum Ende der Woche, Freitag, ungefähr das Tutorial online sein wird. Und würde mich da über Rückmeldungen freuen und natürlich, wenn jemand mitmalt. Das wäre großartig. Für mich ist das eine Übung, überhaupt Tutorials zu drehen. Es war unheimlich kompliziert und schwierig, neben dem Malen zu sprechen, fand ich. Aber es ist auch für mich eine Übung. Ich werde ja beim Schneiden noch sehen, wie gut ich das gemeistert habe. Beim Tutorial wird jeder Schritt erklärt, und ich denke, dass eigentlich jeder mitkommen kann. Auch da habe ich nur eine begrenzte Palette, und zwar aus nur 3 Farben benutzt. Es gab da ein Gelb, ein Rot und ein Indigoblau. Welches Gelb und Rot ich benutzt habe, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Da muss ich nochmal gucken. Ansonsten die zweite Ankündigung. Ich werde jetzt erneut mehr Videos auf Englisch drehen. Ich habe ja mit Englisch angefangen und habe sehr gern Deutsch gemacht. Es hat mir ein bisschen geholfen, lockerer zu werden beim Sprechen, weil mich das Sprechen immer noch wahnsinnig nervös macht. Werde aber erneut mit dem Englischen beginnen, weil ich einige Zuschauer auf Englisch habe. Aber alle Videos sind jeweils in einer anderen Sprache übersetzt. Das heißt, bei den englischen Videos, zumindest bei den neueren, sind immer Untertitel in deutscher Sprache vorhanden. Ich mache mir vor dem Veröffentlichen die Arbeit, die Videos zu übersetzen. Dies mache ich auch bei den deutschen Videos für die englische Sprache, damit eben jeder mich verstehen kann.
Ein bisschen schade finde ich, dass ich nicht einfach eine zweite Tonspur aufnehmen kann und YouTube dann je nach Spracheinstellungen eben die bestimmte Tonspur wählt. Das hatte ich auf dem Blog ein bisschen einfacher gefunden. Der ist nämlich bereits seit mehreren Jahren doppelsprachig. Einfach nur aus Bequemlichkeit für andere, nicht für mich selbst. Eine weitere Ankündigung, eine dritte habe ich. Ja, und zwar werde ich den Monat April einer Art Challenge widmen. Und zwar geht es darum, um ACO-Karten. Die sind aus den ATC-Karten entstanden. Das sind Karten von 2,5 mal 3,5 Inch, die künstlerisch gestaltet werden und sie dienen dazu, eben unter Künstlern getauscht zu werden, verkauft zu werden, etwa wie Sammelkarten für Sportler und Ereignisse. Die fand ich ganz witzig. Die April-Challenge hatte Black Summer Coloring gestartet. Es ist ein ganz, ganz netter Kanal. Sie malt ganz viel. Auf die Challenge bin ich gekommen über Hartfell, eine wunderbare junge Dame, die auch ganz oft meine Videos guckt und kommentiert. Ich werde zu allem verlinken, also zur Challenge und zu den beiden Kanälen, die ich eben genannt habe. Daher werdet ihr im April vermehrt eben kurze Videos sehen zu den ACO-Karten. Die meisten werde ich wahrscheinlich auf Instagram verlinken, falls mir da jemand folgt. Ich bin schon gespannt, was ich da machen werde. Auch für mich ist es oft eine Überraschung, weil ich so viele Ideen habe, dass mir die Wahl oft schwer fällt. Einige Ideen habe ich bereits. In den nächsten Tagen werde ich mir erstmal die ganzen Karten für den nächsten Monat zurechtschneiden. Ich werde Aquarellpapier verwenden und dann ab dem 1. April losmalen. Welche Materialien ich verwenden werde, da bin ich mir noch nicht so sicher. Vermutlich alles, was ich so habe und worauf ich Lust habe. Es gibt nämlich keine Beschränkungen, wie etwa bei anderen Challenges, zum Beispiel nur Tinte zu verwenden im Oktober, Inktober. Und ja, auf jeden Fall, ich lasse mich vom April selbst überraschen und wäre froh, wenn einige von euch auch mitmachen würden. Ich werde alles verlinken. Wenn ihr Interesse habt, schaut da rein. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.